Guten Tag, liebe Kundinnen und Kunden, mein Name ist Renaud, ich bin Vertriebsmitarbeiter bei Stellantis and Your Business und heute freue ich mich, Ihnen den Opel Grandland in der Ausstattungsvariante GS als Elektroversion vorzustellen. Nachdem Sie die Sitze eingestellt haben, können Sie nun die Außenspiegel einstellen. Sie finden das ganz einfach hier. Der kleine Schalter rechts ist für den rechten Spiegel, links für den linken Spiegel. Dann drehen Sie entsprechend Ihrer Sitzposition. Sobald die Spiegel eingestellt sind, können Sie jetzt das Lenkrad einstellen. Sie legen einfach Ihre Hand darunter, ziehen den Hebel und positionieren das Lenkrad, wie Sie möchten. Um es zu arretieren, müssen Sie nur den Hebel zurückschieben und das war's. Jetzt stelle ich Ihnen die Bedienelemente am Lenkrad vor. Auf der linken Seite finden Sie mehrere Tasten, mit denen Sie zunächst den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug regulieren können. Sie haben außerdem die Tempobegrenzer und Tempomat-Funktionen sowie die Plus- und Minus-Tasten, mit denen Sie die Geschwindigkeit anpassen können. Rechts befinden sich die Tasten zur Lautstärkeregelung. Es gibt die Anruftaste, mit der Sie Anrufe entgegennehmen können, während Sie am Steuer sitzen. Und dann das Mikrofon, um auf Ihrer Tafel mitzuteilen, was Sie sagen möchten. Um hier links den rechten Blinker zu aktivieren, heben Sie ihn an. Für den linken Blinker senken Sie ihn ab. Hier stehen Ihnen Abblendlicht, Positionslicht und Automatikmodus zur Verfügung. Auf der rechten Seite können Sie die Scheibenwischer nach oben und unten bedienen. Hierfür, um die Heckscheibenwischer zu betätigen, um den Motor zu starten, treten Sie auf die Bremse und drücken Sie den Startknopf. Sobald der Motor läuft, müssen Sie Ihren Fahrmodus wählen. Hier haben Sie verschiedene Buchstaben: R für den Rückwärtsgang, N für Neutralstellung, D zum Vorwärtsfahren. Und Sie haben das P ebenfalls für das Parken. Dann haben Sie direkt davor den Fahrmodus-Schalter. Mit dem Fahrmodus können Sie Ihren Fahrmodus auswählen. Sie haben entweder Normal, Eco oder den Sportmodus. Und hier direkt dahinter befindet sich die elektronische Handbremse. Sie müssen sie einfach nur nach unten drücken, um sie zu lösen, und nach oben ziehen, um sie zu aktivieren. Wenn Sie also den Rückwärtsgang einlegen, wird die Rückfahrkamera auf Ihrem Display angezeigt. Hier sehen Sie verschiedene Linien, die Ihnen je nach Entfernung anzeigen, ob sich ein Hindernis hinter Ihrem Fahrzeug befindet oder nicht. Kommen wir nun zum Armaturenbrett. Fangen wir links an. Hier finden Sie die Lautstärkeregelung, die Sie so einstellen können. Auf der rechten Seite können Sie die Temperatur des Fahrzeugs einstellen, den Automatikmodus sowie die Umluftfunktion auswählen. Rechts können Sie die Gebläsestärke nach oben erhöhen oder nach unten verringern. Hier finden Sie die Frontscheibenheizung sowie die Heckscheibenheizung.